Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hans wollte, dass sein Sohn einen Beruf erlernt, also ging er in die Kirche und betete zu Gott, um herauszufinden, welcher Beruf der beste für ihn wäre. Da trat der Kirchenverwalter hinter den Altar und sagte: Diebstahl, Diebstahl. Hans kehrte zu seinem Sohn zurück und teilte ihm mit, dass er den Diebstahl lernen würde, weil Gott es so gesagt hatte. Gemeinsam machten sie sich auf die Suche nach jemandem, der wusste, wie man stiehlt. Sie gingen lange und betraten einen großen Wald, in dem sich ein kleines Haus mit einer alten Frau befand. Hans fragte sie: Kennen Sie jemanden, der Diebstahl lehren kann? Die Frau antwortete: Das kannst du hier lernen. Mein Sohn ist ein Meister darin. Hans sprach mit ihrem Sohn und fragte, ob er wirklich gut stehlen könne. Der Meisterdiebe sagte: Ich werde ihn richtig unterrichten. Kommt in einem Jahr wieder, und wenn ihr euren Sohn erkennt, verlange ich kein Geld. Wenn ihr ihn jedoch nicht erkennt, schuldet ihr mir 200 Taler. Hans ging nach Hause, und der Sohn lernte sowohl Zauberei als auch Diebstahl sehr gut. Als das Jahr um war, machte sich Hans Sorgen, wie er seinen Sohn erkennen sollte. Während er darüber nachdachte, traf er einen kleinen Zwerg, der fragte: Was ist los? Warum siehst du so besorgt aus? Hans antwortete: Vor einem Jahr schickte ich meinen Sohn zu einem Meisterdiebe. Man sagte mir, ich solle nach einem Jahr wiederkommen, und wenn ich meinen Sohn nicht erkenne, müsste ich 200 Taler bezahlen. Jetzt habe ich Angst, dass ich ihn nicht kenne, und ich habe nicht das Geld. Der Zwerg riet ihm, einen kleinen Korb mit Brot mitzunehmen und sich unter den Kamin zu stellen. Da ist ein Korb auf dem Querbalken, und ein kleiner Vogel schaut heraus. Das ist dein Sohn. Hans ging dorthin und stellte einen Korb voller Schwarzbrot vor den Korb mit dem Vogel. Der kleine Vogel kam heraus und schaute nach oben. »Hallo, mein Sohn, bist du hier?« rief Hans, und der Sohn freute sich, seinen Vater zu sehen. Doch der Meisterdiebe sagte: Der Teufel muss dir geholfen haben, wie hättest du sonst deinen Sohn erkannt? »Vater, lass uns gehen«, sagte der junge Mann. So machten sich Vater und Sohn auf den Heimweg. Auf dem Weg kam eine Kutsche vorbei, und der Sohn sagte zu seinem Vater: Ich werde mich in einen großen Windhund verwandeln, und du kannst viel Geld mit mir verdienen. Der Mann in der Kutsche rief: Willst du deinen Hund verkaufen? Ja, sagte Hans. Wie viel willst du dafür? 30 Taler. Das ist viel, aber da es so ein feiner Hund ist, kaufe ich ihn. Der Herr nahm den Hund in seine Kutsche, aber nachdem sie ein Stück weitergefahren waren, sprang der Hund aus dem Fenster und rannte zurück zu Hans, wobei er sich wieder in seinen Sohn verwandelte. Sie gingen gemeinsam nach Hause. Am nächsten Tag fand ein Jahrmarkt in der nahegelegenen Stadt statt, und der Sohn sagte: Jetzt werde ich mich in ein schönes Pferd verwandeln, und du kannst mich verkaufen. Aber denk daran, wenn du mich verkaufst, musst du mir das Zaumzeug abnehmen, sonst kann ich nicht wieder ein Mensch werden. Also nahm Hans das Pferd mit zum Jahrmarkt, und der Meisterdiebe kam und kaufte es für 100 Taler. Doch Hans vergaß, das Zaumzeug abzunehmen. Als der Mann nach Hause kam und das Pferd in den Stall stellte, ging die Magd vorbei, und das Pferd sagte: Nimm mein Zaumzeug ab, nimm mein Zaumzeug ab. Die Magd hielt an und sagte: Was, du kannst reden? Sie nahm das Zaumzeug ab, und das Pferd verwandelte sich in einen Spatz und flog durch die Tür. Der Meisterdiebe verwandelte sich ebenfalls in einen Spatz und flog ihm nach. Sie trafen sich und losten, aber der Meister verlor und verwandelte sich in einen Fisch.
Der junge Mann wurde auch zu einem Fisch, und sie losten erneut. Der Meister verlor wieder, also verwandelte er sich in einen Hahn, und der junge Mann wurde zu einem Fuchs. Der Fuchs biss dem Hahn den Kopf ab, und er starb, und seitdem ist er tot geblieben. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.